Hallo Freunde der Pixel-Unterhaltung und herzlich willkommen bei The Park, einem Spiel, das seit Oktober 2015 auf Steam erhältlich ist und aus der Sparte Walking Simulator kommt. Das Ganze soll ein bisschen ein Psycho-Horror-Spiel sein und wird von der Steam-Community auf durchschnittlich bewertet. Der Hauptgrund dafür sollte sein, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis scheinbar für viele nicht in einem Einklang ist, da das Spiel sehr kurz sei. Ich bin jetzt sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut, daher hier steht hier oben schon mal Spiel fortsetzen, da ich einfach mal ein bisschen schauen wollte, wie die Steuerung genau funktioniert. Und ja, nun lasst uns mal beginnen. Ja, wir überschreiben. Der Park ist ein erzählerisches Erlebnis, das am besten in einem dunklen Raum mit Kopfhörern gespielt werden sollte. Die Thematik könnte auf einige Spieler allerdings verstörend wirken. Während des Spiels könnte sich der Park auf die Grafik seiner Kontrolleinstellungen auswirken. Und so weiter und so fort. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Okay, wir sind deine Mutter, ne? Stay in the car. I'll go and ask information. Der Junge hat den Bären verloren. Kann ich mit ihm nochmal sprechen, interagieren? Nein. Cooles Shirt hat er an. Spiegeln wir uns hier in der Pfütze? Nein. Attention, patrons. Kann The ich park sehen. is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Drücken Sie die linke Maustaste, um zu agieren. Aha, Tafel untersuchen, okay. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Mit der rechten Maustaste können wir es also auf Deutsch übersetzen, okay. Ein Tribut an das ungebändigte Herz von Solomon Island und die Menschen, die den Traum von Natalie Winter mit ihrer Tatkraft zum Leben erwecken. Möge dieser Park ein Ort der Heiterkeit sein, der auch kommende Generationen erfreuen wird. Gewidmet am 1. Mai 1977 James B. Longley. Okay. Jetzt beginnen die Information. Macht er von alleine schon. What? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Hoppla. I think your boy just ran into the park. Hat die schnellen Schuhe an, der Kleine. Okay, toll. Das heißt, der Kleine ist nun ab. Jetzt suchen wir nicht nur noch den Teddybären, jetzt suchen wir auch noch unseren Sohn. Und wieso wusste er, dass wir Lorraine heißen? Also, entweder kennen die sich näher, muss fast so sein, wie auch immer. Vielleicht ist sie ja auch Dauergast hier, Abonnent. So, rufen wir mal. Wait up there for mommy, Callum. Da oben steht er. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either.
Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. So. Okay, der Park schließt. Ja, irgendetwas geschieht. Zack und Nacht. Also Parks haben natürlich im Dunkeln schon ein bisschen was Unheimliches. Wenn man so alleine da ist. Aber der sieht auch gleich ein bisschen heruntergekommen aus. What happened here? Mal schauen, wo der Kleine hin ist, ob er uns Antwort gibt. Callum? Ah, Shift zum. Ah ja, wir können doch ein bisschen schneller laufen. Callum? Where did you go? Catch me. Aha, da ist der Kleine. Ich renne ihm jetzt nicht gleich nach. Wir wollen ja schließlich ein bisschen hier auch den Park anschauen. Wir werden ihn bestimmt später einholen. Das habe ich so im Gefühl. Atlantic Island Park. Okay. Da sind wir und jetzt könnten wir da vorne, hat es schon wieder eine Tafel. Ich sehe schon, die haben damals keine Kosten gescheut. Hier ist die Sideshow Alley. Da kommen wir natürlich nicht rein. Da ist ein Schloss dran. Das Spiel speichert automatisch. Okay. Noch. Ist immer so ein bisschen die Frage, wenn ein Spiel automatisch anfängt zu speichern, passiert gleich was Schlimmes. Häufig könnte man sterben dann in dieser Situation. Jetzt mal abwarten. Schon wieder gespeichert. Okay. Oh, was ist das Riesige hier? Also das ist so, sobald man einen Punkt überschreitet, speichert das Spiel. Das ist die Sonne, die auf dem Logo ist. Okay, jetzt wird er gleich wieder speichern, nehme ich an. Ja, genau, okay. Ganz schön unheimlich. Callum, stay where you are. Over here. Ich bin hier, okay. Muss Come ich to jetzt mommy, hier rein? Callum. Come on, this way. Hier geht's lang, toll. Don't hide from me, Callum. Over here. Too dark. Zu I'm not dunkel. going in there without a flashlight. Ohne Taschenlampe, also müssen wir uns eine Taschenlampe besorgen gehen. Ziemlich sternige Nacht und trotzdem relativ viele Wolken am Himmel. Okay. Viele Tiergeräusche. Es existiert doch noch Leben hier im Park in der Nacht. Ah, hier haben wir wieder was zu lesen. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk heißt sie im Atlantic Island Park willkommen. Chad ist in täglich Eisschnitzershows an folgenden Orten zu sehen. 11 Uhr Gasse der Nebenattraktionen, 12 Uhr Octotron, 15 Uhr Parkeingang. Und dann gibt es noch ein Graffiti, wo Kids drauf gemacht haben. Chad der Chipmunk macht nur Verdruss. Chad kriegt nie einen Schulabschluss. Chad wird wütend, liebt die Schlacht. Chad wird besiegt in jeder Nacht. Chad wird sicher arbeitslos, stirbt als Versager. Das ist sein Los. Ja, ziemlich hart. Toilette. Müssen wir auf die Toilette? Da ist schon ein bisschen länger niemand mehr drauf gewesen. So wie das hier zugewachsen ist.
Aha. I wonder what this is. Habe das Land auf Solomon Island für einen lächerlich niedrigen Preis gekauft. Ich weiß zwar nicht, was der alte Archie Henderson den Einheimischen angetan hat, aber allein bei seiner Erwähnung schlossen sich die Menschen in ihren Häusern ein, als ich auf der Insel eintraf. Meine Anwälte hatten alles vorab arrangiert, aber der Makler wollte mir die Schlüssel trotzdem persönlich übergeben. Er hielt es für seine Pflicht, mich erneut zu warnen. Ich weiß zwar nicht, was Sie mit diesem Land vorhaben, Mr. Winter, aber der Boden hier leidet unter einem Fluch des alten Landes. Der alte Henderson hat schreckliche, dunkle Dinge getan, und das Land erinnert sich, Sir. Ich habe ihn wenig später entlassen, obwohl ich von seinen armseligen Versuchen, mich zu vertreiben, durchaus amüsiert war. Ich habe eine Vision für diesen Ort und den Willen, diese Vision mit allen Mitteln umzusetzen. Atlantic Island Park, der Name ist perfekt und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Und hier eigentlich raus, so. Das nehmen wir nicht mit, scheinbar. Ah, das ist noch interessant. Das ist, man muss die Taste nicht gedrückt halten, man stellt automatisch zwischen Gehen und Rennen um. Dann rennen wir doch ein bisschen. Okay. Wie geht noch? Come out, sweetie. Mal wieder rufen. Where are you? Gibt es diese Blasen, die zeigen uns an, dass wir hier eine Callum, stay where you are. Aktivität haben. Ja, die Bahn läuft. Okay. Dann schauen wir uns diese Bahn mal an. Bin ja gespannt, was uns hier drin erwarten wird. Davor weglaufen können wir ja jetzt nicht mehr, jetzt wo wir hier in diesem Schwanenboot drin sitzen. Auch mit der Bewegung ist man hier sehr eingeschränkt. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Okay, das ist das Märchen von Hänsel und Gretel. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Ja, ich werde das hier alles nicht vorlesen. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them. Ich glaube, der gehört hier nicht wirklich rein. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Eine Errungenschaft haben wir auch gleich freigeschalten, Chat. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again.
Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Ja, ist ganz schön gruselig gemacht eigentlich. Ja? The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Das Ganze zieht sich ein bisschen sehr in die Länge. Hä? Oder? Was war das jetzt wieder? The house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Okay. Time passed, Noch and nicht poor ganz. Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Ja, lang ist's her, seit ich Hänsel und Gretel Because gehört even habe. children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Na, das ist vielleicht jetzt ein Schluss, den ich noch nie so gehört habe, aber vermutlich, sage ich mal, passend zum Spiel, dass die Kinder dann auch noch die Hexe gegessen haben. Es ist, sehr düster. Ja. Und dann immer das Atmen, also ich nehme an, sollte Anspannung zeigen. Hört sich aber ein bisschen an, als hätte die Gute gleich einen Asthmaanfall. So, okay. Hallam, where did you go? Hallam, where did you go? Wieder nach dem Kleinen rufen, wir wollen ihn ja schließlich noch finden. Nun kommt noch keine Antwort. Okay. So. Hallam, where did you go? This way. Aha.
Das hat sich aber irgendwie nicht unbedingt nach meinem Hansel Sohn and Gretel. angehört. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. So, hier sehen wir ja auf der Karte wieder, wo wir sind. Wir gingen ja da nach links bei der Sideshow Alley. Hatten wir kurz reingeschaut, da kamen wir ja nicht rein. Und nun haben wir hier den Tunnel of Tales gemacht. Hänsel und Gretel uns angehört. Und ich denke mal, ich würde die erste Folge hier mal beenden. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei der zweiten Folge wieder einschalten würdet. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr die weiteren Teile nicht verpassen wollt, abonniert mich einfach. Und natürlich würde mich auch eure Kommentare interessieren, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr es schon gespielt? Und was denkt ihr, wie das hier ausgehen wird? Wird das ein Happy End oder vielleicht nicht? Ich denke, wir werden es in den nächsten Folgen dann erfahren. Also dann, bis demnächst. Tschüss zusammen.